Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen klassischen Bienenstich. Ein luftiger Hefeteig gefüllt mit einer Pudding-Sahne-Creme und obendrauf eine knusprige Mandelkruste. Für den Hefeteig als erstes einen halben Würfel Hefe und 250 ml lauwarme Milch in ein hohes Gefäß geben und mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Die Hefe-Milch-Mischung anschließend zusammen mit 550 Gramm Mehl, einem Ei, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm weicher Butter, ein Päckchen Vanillezucker und einer Prise Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten, aber noch leicht klebrigen Teig verkneten. Den fertigen Teig danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, mit den Händen gleichmäßig auf dem Blech flach drücken und den Teig so relativ eckig auf die Größe 40 x 30 cm bringen. Alternativ könnt ihr den Teig natürlich auch einfach mit einem Nudelholz ausrollen. Wenn das erledigt ist, einen Backrahmen um den Teig platzieren, den Teig danach mit einem Küchentuch abdecken und für ca. eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um die Puddingcreme. Dafür als erstes 100 Gramm Speisestärke, 200 ml Milch und 2 Eigelb in einer kleinen Schüssel glatt rühren, anschließend zur Seite stellen. Als nächstes 800 ml Milch in einen kleinen Topf gießen, 100 Gramm Zucker dazugeben, außerdem eine Vanilleschote längs halbieren, das Mark mit einem Messerrücken herauskratzen und ebenfalls zur Milch geben. Die Milch anschließend bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen, dabei mit einem Schneebesen verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat, und sobald die Milch anfängt zu köcheln, können wir den Pudding abbinden, dafür die glatt gerührte Speisestärke dazugeben und dann sofort mit einem Schneebesen unterrühren. Alles für ca. eine Minute kräftig durchrühren, damit keine Klümpchen entstehen, und dann sollte der Pudding fertig sein. Den Topf vom Herd ziehen und damit sich keine Haut auf der Oberfläche bildet, den Pudding einfach mit etwas Frischhaltefolie abdecken und danach zum Abkühlen zur Seite stellen. Weiter geht's mit der Mandelkruste. Dafür als erstes 75 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker und 75 Gramm Honig in einen Topf geben. Alle Zutaten unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze erwärmen, ca. 2 Minuten köcheln lassen, bis die Zuckermasse eine leichte Karamellfarbe angenommen hat, und dann 100 ml Sahne dazu gießen, die Sahne kurz unterrühren. Und jetzt kommen nur noch die Mandelblättchen dazu, insgesamt 250 Gramm. Alles nochmal gut umrühren, circa eine Minute unter Rühren köcheln lassen und dann vom Herd ziehen und kurz abkühlen lassen. Nach etwa einer Stunde sollte der Hefeteig sein Volumen deutlich vergrößert haben. Jetzt die leicht abgekühlte Mandelmasse gleichmäßig auf dem Teig verteilen, bis die gesamte Oberfläche mit Mandeln bedeckt ist. Und so kommt das Blech in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten, bis die Mandelschicht eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Hefeteig jetzt aus dem Ofen holen, auf dem Blech komplett abkühlen lassen und sobald der Kuchen komplett abgekühlt ist, mit einem stumpfen Messer die Ränder entlang fahren, dann den Backrahmen entfernen und den Kuchen anschließend mit einem Messer in 4 gleich große Stücke schneiden.
Wenn das erledigt ist, die 4 Kuchenstücke nacheinander einmal halbieren, dafür mit einem langen Messer vorsichtig durchschneiden, die untere Hälfte anschließend wieder zurück auf das Blech legen und danach fehlt im Prinzip nur noch die Füllung. Dafür als erstes einen Becher Sahne und ein Päckchen Sahnefest in ein hohes Gefäß geben und mit einem Mixer steif schlagen. Dann den abgekühlten Pudding hernehmen, die Frischhaltefolie abziehen und den Pudding mit einem Mixer 1 bis 2 Minuten cremig rühren. Jetzt die geschlagene Sahne dazugeben, die Sahne kurz unterrühren, nicht zu lange, nur bis sich alles gut miteinander verbunden hat. Und dann sind wir damit auch schon fertig. Die Creme jetzt auf die untere Teighälfte geben, dafür am besten wieder den Backrahmen um den Teig platzieren, damit nichts an der Seite runterlaufen kann und die Creme bis in die Ecken gleichmäßig darauf verstreichen. Die oberen Teigplatten anschließend vorsichtig auf der Creme andrücken und dann ist der Kuchen fertig. So kommt der Bienenstich für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit sich die Creme etwas festigen kann, und danach können wir den Kuchen in Stücke schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.